Hallo von der sonnigen und etwas windigen Südküste Afrikas. In diesem Video erfahrt ihr, welche Stops ihr entlang der berühmten Garden Route unbedingt einplanen solltet und warum. Die Garden Route eignet sich als Reiseziel für Beginner und alte Reisehasen gleichermaßen, denn sie ist von Kapstadt einfach erreichbar, unglaublich vielseitig und vor allem wunderschön. Begleite uns auf einem Roadtrip entlang der berühmten Garden Route, dem Küstenabschnitt zwischen Kapstadt und Port Elizabeth. Besonders während der Hauptreisezeit in den Sommermonaten Dezember bis Februar ist diese Gegend beliebtes Reiseziel für internationale Touristen und nationale Urlauber gleichermaßen. Juhu! Good job! Wir beginnen unsere Reiseroute in der Hafenstadt Port Elizabeth, welche aufgrund ihres relativ großen Flughafens eine günstige Ausgangs- oder Enddestination darstellt. Mit unserem kleinen Mietauto folgen wir zunächst dem Ruf der Wellen und stößen schon nach wenigen Kilometern auf das Surfer Paradise Jeffreys Bay. Die Nacht verbringen wir jedoch nicht hier, sondern in dem südlich gelegenen und weniger touristischen Cape St. Francis. Schon mit unserem ersten Stop entlang der Garden Route begrüßt uns hier die wundervolle wilde See. Von Cape St. Francis folgen wir der Küste bis nach Plettenberg Bay, legen jedoch auf halber Strecke eine ausgiebige Pause ein. Hier wird uns ein Besuch im Tsitsikamma Nationalpark sowie ein Spaziergang zu der Hängebrücke empfohlen. Die Wanderung ist einfach und dauert kaum mehr als eine Stunde. Wer viel Zeit und eine Campingausrüstung mitbringt, kann im Tsitsikamma Nationalpark auch eine Nacht verbringen und dabei einen der wunderschönen Sonnenuntergänge mitnehmen. Wir entscheiden uns dagegen für einen längeren Aufenthalt in Plettenberg Bay. Die hier gelegene Unterkunft des African Array Backpackers hat uns eine Zusammenarbeit angeboten und empfängt uns mit offenen Armen. Nach Platt solltet ihr vor allem für die entspannte Atmosphäre, aber auch für die atemberaubende Roebuck Peninsula kommen. Das Naturschutzgebiet um die Halbinsel ist perfekt für einen Tagesausflug und verbindet den Parkplatz über zugängliche Pfade mit den schönsten Stränden, Felsen und Buchten. Von Plettenberg Bay führt unsere Route weiter nach Wilderness, einem kleinen verschlafenen Örtchen mit vielen optionalen Aktivitäten. Da die Fahrt kurz und angenehm ist, bietet sich hier außerdem ein kleiner Abstecher nach Neisner an, um wunderschöne Aussichten des Neisner Heads Lookouts zu genießen. Neisner beherbergt zusätzlich den Neisner Elephant Park. Ein tolles Erlebnis, falls ihr diese faszinierenden Tiere noch nie in der Wildnis gesehen habt. Die Gegend um Wilderness ist bekannt für Rafting, Kajaktouren, Paragliding und Surfen. Adrenalin-Junkies kommen hier also auf jeden Fall auf ihre Kosten. Die meisten Besucher bewegen sich von hier weiter entlang der Küste und treffen schon bald auf Mossel Bay, einer großen und in unseren Augen etwas zu touristischen Küstenstadt. Nach Empfehlung unserer Airbnb-Besitzerin entscheiden wir uns daher, der Küste zunächst den Rücken zuzukehren und entlang der Route 62 bis nach Montagu zu fahren. Diese Entscheidung bereuen wir keine Sekunde. Die Fahrt ist umwerfend schön, die Landschaft ändert sich alle 5 Kilometer und lassen die Stunden im Auto vorbeifliegen. Montagu selbst setzt dem Ganzen jedoch die Krone auf. Dieser kleine, im britischen Stil gehaltene Ort mit seinen vielen individuellen Shops, Restaurants, einer Brauerei und lokalen Weinhändlern zieht uns sofort in seinen Bann. Die nächsten Tage verbringen wir damit, die Gegend zu erkunden und natürlich den exzellenten Wein zu probieren.
Von Montagu geht es zurück an die Küste und unser letzter Stopp entlang der Garden Route vor Kapstadt ist Hermanus. Sowohl das hügelige Hinterland als auch die felsige Küste laden zum Spazieren und Wandern ein. Und von Juni bis September kann man hier, wie fast entlang der gesamten Garden Route, täglich Wale beobachten. Obwohl wir leider außerhalb der Walsaison reisen, bekommen wir knapp südlich von Hermanus doch noch ein paar sehr besondere Tiere zu sehen. Die afrikanischen Pinguine leben in einer Kolonie bei Betty's Bay und können hier gegen ein kleines Eintrittsgeld aus nächster Nähe beobachtet und fotografiert werden. Das war's von mir hier von der Garden Route. Ich kann diese Reiseroute wirklich empfehlen, besonders wenn ihr nach einer unkomplizierten Reise mit viel Gestaltungsspielraum sucht. Es ist auch egal, ob ihr den Roadtrip von Kapstadt nach Port Elizabeth fahrt oder andersrum, er ist auf jeden Fall wunderschön. Dieser Roadtrip kann viel Abenteuer beinhalten, von Whitewater Rafting über Paragliding bis hin zum Surfen, kann aber auch entspannt gestaltet werden mit viel Sonnenbaden und etwas Wine-Tasting. Wenn ihr noch Fragen zu dieser Reiseroute habt, wie wir sie gestaltet haben oder zu einzelnen Orten, dann lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Ihr findet diese Reiseroute auch zum Ausdrucken als PDF unter diesem Video. Ich würde mich über den ein oder anderen Like freuen und natürlich, wenn ihr diesen Kanal abonniert, denn dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss von der Garden Route aus Südafrika.